Herzlich willkommen bei TechTV. Heute sehen wir uns ein mobiles Lautsprechersystem aus dem Hause Sony an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das relativ neue ZS-BTG905 ist auf den ersten Blick äußerlich recht auffällig. Hierfür sorgt das kantenbetonte Design sowie eine rote LED-Beleuchtung der Hauptmembran. Die Boombox wirkt beim Ende des Betrachtungswinkels recht massiv. Das ist sie auch, denn das Gerät vermisst rund 60 x 35 cm, das bei einer Höhe von etwa 20 cm. Mit einem Gewicht von rund 8 Kilogramm ist sie außerdem kein Leichtgewicht. Durch einen auf der Oberseite eingepassten Tragegriff lässt es sich allerdings trotzdem gut transportieren. Der Ghetto Blaster lässt sich sowohl mit einem beigefügten Netzkabel oder alternativ mit Hilfe von 8 Mono-D-Batterien betreiben. Das sind die ganz großen. Eine Ladung hält hierbei rund 20 bis 25 Stunden auf hoher Last. Doch nun zum Technischen des Gerätes. Das mobile 2.1-System hat eine Nennleistung von 20 Watt RMS, wovon 12 dem Subwoofer zugeteilt sind. Die restlichen 8 Watt teilen sich die beiden Mitten- und Hochtöner. Im Gerät wurden 3 Bassreflexrohre verbaut, um einen möglichst druckvollen Bass zu erzielen. Es lässt sich vielseitig mit Musik versorgen, unter anderem per USB, Bluetooth und 3,5 mm Klinkeneingang. Highlight hierbei ist die NFC-Kompatibilität. Handys können so in Sekundenschnelle mit dem Gerät gekoppelt werden. CD und Radio sind selbstverständlich auch an Bord des ZS-BTG905. Allerdings ist der Radioempfang recht schwach. Für jemanden, der ausschließlich plant, Radio zu hören, ist das Gerät also nicht unbedingt die beste Wahl. Unter guten Bedingungen ist der Empfang allerdings durchaus akzeptabel und keinesfalls völlig unbrauchbar. Die Musikwiedergabe lässt sich nebenbei auch im Bluetooth-Modus über 6 Knöpfe auf der Oberseite steuern. Über diese findet ebenfalls die Ordnernavigation auf dem USB-Stick statt, welche auf dem relativ klein dimensionierten LCD-Einzeller-Display zwar nicht besonders übersichtlich ist, aber problemlos funktioniert. Jenes Display zeigt nebenbei auch problemlos Künstler und Titel des aktuellen Songs an. Die Ansicht kann über den Display-Knopf geändert werden. Die Navigationstaster dienen des Weiteren zur Auswahl des Radiosenders. Bis zu 30 Stationen können mithilfe eines automatischen Sendersuchlaufs oder auch manuell vorprogrammiert werden. Über den 6 Tasten befinden sich 2 weitere Knöpfe, welche mit Sleep und Mode gekennzeichnet sind. Sleep ermöglicht durch mehrfaches Drücken eine zeitgesteuerte Abschaltung des Gerätes. Mithilfe des Mode-Schalters kann die Wiedergabereihenfolge der CD festgelegt werden. Auf der Oberseite des Gerätes findet sich außerdem ein Lautstärkerädchen sowie ein 6-fach Equalizer. Dieser ermöglicht zwischen 6 Voreinstellungen zu wählen, welche den Genres Rock, Pop, Hip-Hop, Reggae und Electronic angepasst sind. Ich empfehle allerdings die 6. Einstellung mit dem Titel Flat, denn die voreingestellten Equalizer sind nur sehr begrenzt zu gebrauchen. Ich werde dies nun einmal demonstrieren. In der Mitte des Gerätes befindet sich die Subwoofer-Taste. Mithilfe dieser könnt ihr zwischen 3 verschiedenen Basslautstärken wählen. Je nach Einstellung ist die rote Beleuchtung entweder ausgeschaltet, leicht gedimmt, vollständig angeschaltet oder mit der aktuell laufenden Musik synchronisiert. Ein definitives Highlight des Gerätes, denn so etwas findet man nur selten verbaut. Leider ist es nicht möglich, die Beleuchtung auszuschalten, ohne den Bass zu deaktivieren. Lediglich die Sleep-Taste kann hier weiterhelfen, denn im Sleep-Modus wird die Beleuchtung deaktiviert. Die mittlere Beleuchtungsleiste hingegen lässt sich über einen Druck auf den Bluetooth-Knopf sowie den Ordner Minus-Taste ausschalten. In Verbindung mit der Sleep-Funktion ist so ein vollständiger Dunkelbetrieb des Gerätes möglich. Das ZS-BTG905 ist außerdem in der Lage, aktuell spielende Musik auf einem USB-Stick zu speichern. Dies geschieht über den Rack-Button auf der Vorderseite. Nebenbei, das System ist vollständig über eine mitgelieferte Fernbedienung steuerbar. Eine Nutzung als Stereoanlage ist also durchaus zu empfehlen.
Kommen wir nun zur Gesamtbewertung der Boombox. Das ZS-BTG 905 von Sony glänzt in den Punkten Design und Musikwiedergabe. Das moderne Design und die synchronisierte Beleuchtung der Membran begeistert. Und auch der Klang ist definitiv im hohen oberen Bereich. Der Bass ist für ein tragbares Lautsprechersystem sehr kräftig und die Mitten klingen angenehm ausgewogen. Lediglich in den Höhen kann der Ghetto Blaster bei hohen Lautstärken nur noch mittelmäßig überzeugen. Ein dezentes Klirren macht sich ab Lautstärken von 25 bemerkbar. Bei einer Maximallautstärke von 30 ist dies allerdings verzeihbar. Sitzt man außerdem nicht direkt vor dem Gerät, fällt das Klirren auch nur noch geringfügig auf. Negativpunkte sammelt die Box aufgrund seiner recht klobigen Ausmaße und seinem hohen Gewicht von 8 Kilogramm. Hier muss sie sich gegenüber einigen Konkurrenten leider geschlagen geben. Ein Ausscheidekriterium ist dies allerdings nicht. Das Produkt überzeugt, lediglich geringfügige Abstriche in den hohen Lautstärkebereichen und die schwache Mobilität führt zum Abzug eines halben Sterns, 4,5 von 5 Sternen also für das ZS-BTG 905 von Sony. Der Produktlink befindet sich in der Beschreibung.